Herr Schneider, gestern hat sich doch eine Kundin per E-Mail bei uns beschwert. Eine Frau Klein. Könnten Sie ihr bitte antworten? Ich habe heute leider keine Zeit dafür. Ja, natürlich. Ich schreibe ihr gleich nach der Mittagspause. Gut, ich danke Ihnen. Ach, noch etwas. Würden Sie bitte auch diese Kunden hier anrufen? Sie interessieren sich für unsere neuen Online-Angebote. Gern. Das mache ich dann morgen Vormittag. Machen Sie das doch bitte heute noch, Herr Schneider. Es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Kunden schnell und gut beraten. Es tut mir leid, Herr Neubert, aber das schaffe ich nicht mehr. Heute Nachmittag soll ich doch der neuen Kollegin helfen. Sie arbeitet gerade an der Finanz-App und hat noch viele Fragen. Ach ja, das ist natürlich auch wichtig. Beides schaffen Sie nicht? Überlegen Sie doch nochmal. Eine ideale Lösung fällt mir nicht ein. Aber ich könnte heute etwas länger arbeiten, sagen wir bis 19 Uhr. Dann würde ich aber am Freitag gern früher gehen. Wäre das möglich? Also, Freitag ist wirklich ganz schlecht. Da ist viel zu tun. Herr Schneider, gestern hat sich doch eine Kundin per E-Mail bei uns beschwert. Eine Frau Klein. Könnten Sie ihr bitte antworten? Ich habe heute leider keine Zeit dafür. Ja, natürlich. Ich schreibe ihr gleich nach der Mittagspause. Gut, ich danke Ihnen. Ach, noch etwas. Würden Sie bitte auch diese Kunden hier anrufen? Sie interessieren sich für unsere neuen Online-Angebote. Gern. Das mache ich dann morgen Vormittag. Machen Sie das doch bitte heute noch, Herr Schneider. Es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Kunden schnell und gut beraten. Es tut mir leid, Herr Neubert, aber das schaffe ich nicht mehr. Heute Nachmittag soll ich doch der neuen Kollegin helfen. Sie arbeitet gerade an der Finanz-App und hat noch viele Fragen. Ach ja, das ist natürlich auch wichtig. Beides schaffen Sie nicht? Überlegen Sie doch nochmal. Eine ideale Lösung fällt mir nicht ein. Aber ich könnte heute etwas länger arbeiten, sagen wir bis 19 Uhr. Dann würde ich aber am Freitag gern früher gehen. Wäre das möglich? Also, Freitag ist wirklich ganz schlecht. Da ist viel zu tun. Eine Kundin hat uns eine E-Mail geschickt. Könnten Sie ihr bitte antworten? Ja, natürlich. Ich schreibe ihr gleich nach der Mittagspause. Würden Sie bitte auch diese Kunden hier anrufen? Gern. Das mache ich dann morgen Vormittag. Machen Sie das doch bitte heute noch. Es ist wirklich wichtig. Es tut mir leid, aber das schaffe ich nicht mehr. Heute Nachmittag soll ich doch der neuen Kollegin helfen. Herr Schneider, gestern hat sich doch eine Kundin per E-Mail bei uns beschwert. Eine Frau Klein. Könnten Sie ihr bitte antworten? Ich habe heute leider keine Zeit dafür. Ja, natürlich. Ich schreibe ihr gleich nach der Mittagspause. Danke Ihnen. Ach, noch etwas. Würden Sie bitte auch diese Kunden hier anrufen? Sie interessieren sich für unsere neuen Online-Angebote. Gern. Das mache ich dann morgen Vormittag.
Machen Sie das doch bitte heute noch, Herr Schneider. Es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Kunden schnell und gut beraten. Es tut mir leid, Herr Neubert, aber das schaffe ich nicht mehr. Heute Nachmittag soll ich doch der neuen Kollegin helfen. Sie arbeitet gerade an der Finanz-App und hat noch viele Fragen. Lieber Simon, ich habe eine Bitte. Seit Montag habe ich ein Problem mit meinem Computer. Könntest du dir das mal bitte anschauen? Vielleicht können wir das Problem ja gemeinsam lösen. Hättest du morgen vielleicht eine halbe Stunde Zeit? Es wäre schön, wenn du mir helfen könntest. Vielen Dank und herzliche Grüße, Markus. Herr Schneider, hätten Sie kurz Zeit? Ja, natürlich. Ich möchte gern mit Ihnen über Frau Malik sprechen, die neue Kollegin in Ihrem Team. Ja? Frau Malik arbeitet noch nicht lange hier in der Bank, aber sie ist sehr gut, finde ich. Was meinen Sie? Ich sehe das auch so. Frau Malik lernt schnell und sie hat viele gute Ideen. Wenn es ein Problem gibt, fällt ihr immer eine Lösung ein. Deshalb möchte ich, dass Sie ihr mehr Aufgaben geben, Herr Schneider. Dann haben Sie auch weniger zu tun. Fällt Ihnen etwas ein? Ja, ich habe schon eine Idee. Frau Malik arbeitet sehr gut mit unseren Kunden zusammen. Sie hört ihnen zu und beantwortet alle Fragen sehr professionell. Deshalb könnte sie gut an 2 Tagen in der Woche in der Kundenberatung arbeiten. Gut, ich bin einverstanden. Prima. Ich spreche gleich mit Frau Malik und dann informiere ich die anderen Kollegen. Oder soll ich das lieber später machen? Was raten Sie mir? Ich rate Ihnen, dass Sie die anderen Kollegen erst am Mittwoch in der Teambesprechung informieren. In Ordnung. Ach, noch etwas, Herr Neubert. Wäre es möglich, dass ich nächsten Montag frei nehme? Einen Moment. Ja, Montag ist kein Problem. Prima. Ich danke Ihnen. Lieber Herr Schneider, wie Sie wissen, waren die letzten Monate sehr stressig. Wir hatten sehr viel zu tun, aber gemeinsam haben wir alles geschafft. Ich freue mich, dass ich einen so zuverlässigen Mitarbeiter habe und danke Ihnen hiermit für die sehr gute Arbeit. Wenn wir technische Probleme haben, fällt Ihnen meistens schnell eine Lösung ein. Sie hören unseren Kunden immer gut zu und antworten ihnen sehr schnell, ob telefonisch oder per E-Mail. Sie sind immer freundlich und helfen Ihren Kollegen auch dann, wenn sie selbst viel zu tun haben. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit und kann nur sagen, weiter so. Herzliche Grüße, Ralf Neubert.